Wir sind heute am Breiner Gschwart und werden über den Gretchensteig aufs Karl-Ludwig-Haus gehen. Mal schauen, wie das geht. Und auf geht's! Das kriegen wir heute am Karl-Ludwig-Haus eindeutig kapieren. Und unser Weg führt uns zunächst einmal auf die Reißtaler-Hütten. Sollte das wahr sein, dass das Karl-Ludwig-Haus zu hat, dann ist es ja gut, dass wir Jausen mitgebracht haben. Also wie ihr gesehen könnt, sind es auf die Reißtaler angeblich noch 40 Minuten. Aber bis daher, der Anstieg, der kann schon ganz schön was. Ist zwar schön schattig durch den Wald, aber nichtsdestotrotz nicht minder steil. Aber dafür haben wir hier ein flacheres Stück. Und das haben wir uns ja wohl redlich verdient. Also nachdem es offenbar noch früh nur im Jahr ist, haben wir hier noch ein kleines Rinnsal. Vermutlich die letzte Wasserquelle auf der ganzen Wanderung. Da drüben, das müssten die Abstürze der Breinerwand sein. Obwohl dieser Weg eigentlich ganz angenehm in Serpentinen heraufgeht, geht er da ziemlich rein, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Und dazu ist es natürlich heute irgendwie schwül auch noch. Also das ist nicht wirklich hilfreich. Also diese besagte Forststraße haben wir heute sicher schon 5 oder 6 Mal gequert. Wobei natürlich der Aufstieg über die Forststraße um nichts lustiger ist. Unser weiter Weg geht eben Richtung Reißtaler Steig, Reißtaler Hütte. Von wo wir dann, bei der Reißtaler Hütte, werden wir dann auf den Gretchensteig abzweigen. Also wie man da schon ganz klar sehen kann, sind wir aus der Zone des Laubwaldes bereits heraus und bereits im Nadelwald. Also haben wir doch schon einiges an Höhe zurückgelegt.
Na, ist doch ein ganz schöner Wurzelballen. Also hier sind wir jetzt da an der Abzweigung. Nach links geht es zum Gasthaus Marsa und ich habe die Alpenvereins-App nur zur Sicherheit zu Hilfe genommen. Da hinauf geht der Anstieg Richtung die Reistoller. Sich da zu vergehen wäre fatal, weil sonst da geht man nämlich zum Marsa und Richtung Altenberg. Daher aus Richtung Reistoller Hitten sind wir gekommen. Da Richtung die Abstürze der Rax geht es jetzt aufwärts. Dieser Aufstieg, der kann doch ganz schön was, der ist nämlich ganz schön steil. Ich habe gewusst, dass er steil ist, aber ich hätte nicht geglaubt, dass er so steil ist. Aber es dient ja alles einem guten Zweck, oder? Wie gesagt, da drüben sehen wir die Steilabstürze der Brennwand. In Serpentinen schlängelt sich da unser Weg durch die ziemlich steile Bergflanke hinauf. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie gut man das sieht. Das da drüben, wo die Sender drauf sind, ist der Semmering. Und wenn wir dann nach rechts hinübergehen, ist es das, ich glaube, das Wetterkugelhaus am Hochwechsel. Ich glaube nicht, dass man das auf der Kamera so gut sieht, aber dieser Anstiegsriedel, der ist entsetzlich steil. Und der geht eine, das ist lecker Wasser. Aber dafür werden wir mit einer sehr schönen Aussicht belohnt. Das ist ja auch etwas wert beim Bergsteigen. Bergsteigen, Bergwandern, je nachdem, wie man es möchte. Wir sind jetzt da auf der Abzweigung. Da hinüber wird es gehen über den schweren Steig, über den Martinssteig aufs Karl-Ludwig-Haus. Wir gehen aber über den leichteren Gretchensteig und den Wetterkogel aufs Kalu. Da haben wir uns das vorgenommen, oder? Langsam, aber dennoch arbeiten wir hier uns an den Wandfuß heran. Ich bin ja nur froh, dass heute doch mittelprächtiger Wind geht, so ungefähr 20 km/h, weil sonst, wenn da der Wind steht, da wirst du bei lebendigem Leibe gebraten. Also irgendwie ist es heute schon etwas anstrengend. Ja, und da drüben
Naja. Und das geht jetzt auch durch diesen Schlurf da rauf. Und da geht es da durch die Sicherungen hinauf. Also den größten Teil des Gretchensteigs, den haben wir jetzt schon geschafft. Der liegt nämlich da hinter uns. Ein bisschen was haben wir noch jetzt Richtung Wetterkuhle rauf. Haben wir das Wachenparksregelhaus. Und raufgegangen sind wir jetzt das Ganze, glaube ich, in, lasst mich schauen, in 2,5 Stunden. Also 2,5 Stunden haben wir von Rainer gescheit rauf gebraucht. Die AV-App ist der Meinung, dass es 2,5 Stunden sind. Gut, ich glaube, damit können wir leben. Und